Heute im Video der brandneue Puma Future Set 1.1. Das hier ist also das neueste Colorway von Puma zum Puma Future Set, was von nun an am Fuß von Neymar Jr., Luis Suarez oder auch Marco Reus zu sehen sein wird. Und wir wollen heute schauen, wie macht sich dieser Fußballschuh auf dem Platz. Da ich ein Riesenfan bin von der Optik, würde ich sagen, wir schauen uns den Schuh natürlich mal im klassischen Unboxing genauer an. Wie versprochen jetzt den neuen Puma Future im Unboxing. Wir machen das ganze Ding mal auf. Und zwar hier haben wir dieses neue Colorway für mich. Ihr habt es schon gehört, eines der geilsten. Was den Puma Future angeht, wir haben hier einen sehr detailreichen Fußballschuh, wo das simpel gehalten ist. Sehr, sehr cooles Muster hier beim Fusion Fit Plus. Finde ich, sieht sehr, sehr geil aus. Und man kann es auch hier erkennen, man hat so einen leichten Camouflage-Look. Man sieht es, glaube ich, ganz gut hier. Finde ich sehr, sehr cool. Hier vorne das Puma-Logo in einem sehr, sehr auffälligen Orange. Genauso hier hinten an der Ferse auch nochmal in Orange. Und natürlich wie immer mein Highlight, die Innenseite. Hier haben wir wieder den großen Future-Block. Genauso wie das Puma-Logo an der Ferse und an der Vorderseite das Ganze hier in Orange. Sieht man auch wieder ganz gut, dass es hier so ein bisschen sich erhebt, also quasi nicht aufgemalt ist, sondern wirklich eine Struktur. Und wie immer befindet sich hier wieder das Ebonit Pro, das Fusion Fit Plus und das Grip Control Pro. Sprich, die Details zum Schuh befinden sich natürlich wieder in der Ferse. Die asymmetrische Außensohle, wir haben hier eine weiße Sohle, eine mattweiße, also es glänzt nicht, sondern es ist tatsächlich matt. Finde ich auch nochmal ein sehr, sehr cooles Detail, macht nochmal optisch auf jeden Fall was her. Und ihr seht auch hier am Sockenbereich, wenn man das so ein bisschen zieht, auch hier nochmal die gleichen Details wie hier beim Fusion Fit Plus. Hier vorne sieht man auch schön die Grip-Struktur, auch hier eine weiße Optik, feiere ich mega, weiße Fußballschuhe liebe ich. Bin mal gespannt, was ihr zur Optik sagt und natürlich auch wieder die Schnürung hier in X-Form. Ich hole mal noch den zweiten Schuh dazu. Das ist also das neue Colorway, auch für Neymar, Marco Reus und Luis Suarez und Co. Bin mal gespannt, Leute, was ihr zur Optik sagt. Lasst definitiv mal einen Kommentar da. Ihr habt es gehört, Leute, dieser Fußballschuh wird von nun an unter anderem am Fuß von Marco Reus, Luis Suarez oder auch einem gewissen Neymar Jr. zu sehen sein. Laut Puma ist der Puma Future Set für die kreativen Spieler gedacht, sprich soll alle beim Tempo-Dribbling unterstützen, beim schnellen Richtungswechsel. Warum das so ist, erkläre ich euch jetzt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich schon ein allgemeines Review auf diesem Kanal, wo ihr nochmal den Schuh wirklich im Detail habt. Heute soll es wieder nur eine kleine Zusammenfassung geben und wir wollen die Chance auch mal nutzen, die vergangenen Modelle zu vergleichen und auch zu gucken, wie meine Langzeiterfahrung zum Puma Future Set ist. I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says the chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera... Wir haben hier tatsächlich schon das 6. Colorway zum Puma Future Set, sprich auf meinem Kanal gibt es dementsprechend natürlich auch schon ein paar Reviews bzw. Playtests zu diesem Fußballschuh. Dort erfährt ihr natürlich nochmal alles im Detail, was ihr zu diesem Fußballschuh wissen müsst. Hier nochmal als kurze Zusammenfassung, ganz wichtig natürlich, was diesen Fußballschuh ausmacht, ist hier natürlich das Fusion Fit Plus. Das ist hier dieses Kompressionsband am Mittelfußbereich, das ich wie gesagt unterstützen soll, vor allem beim Richtungswechsel nochmal einen besseren Lockdown zu haben. Und das funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Ich muss sagen, am Anfang muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, vor allem im Mittelfußbereich wirkt es ein bisschen eng, aber es ist sehr, sehr elastisch, kann sich dadurch natürlich auch perfekt an deinen Mittelfuß anpassen und unterstützt dann auch perfekt beim Richtungswechsel. Zum anderen haben wir hier natürlich auch Grip Control Pro, das ist hier im Vorderfußbereich und soll helfen, natürlich auch noch Grip am Ball zu haben und auch wichtig die asymmetrische Außensohle für perfekte Richtungswechsel. Im Review erfährt ihr natürlich nochmal alle Fakten, wie ich den Fußballschuh einstufe von der Performance. Falls euch das interessiert, könnt ihr natürlich die Infokarte abchecken. Heute wollen wir aber noch mal so einen kleinen Blick zurückwagen, welche Modelle gab es bisher und wie ist meine Erfahrung vor allem über die längere Zeit beim Puma Future Set. Angefangen hat das alles hier also ein bisschen im November im letzten Jahr. Da kam nämlich das erste Modell zum Puma Future Set raus, der Puma Future Set Teaser. Der war limitiert auf 246 Stück und war nur am Fuß von Neymar Jr. zu sehen. Das war bisher mit diesem Colorway mein Favorit.
und da haben wir auch den Fußballschuh zum ersten Mal testen können. Ist ein brandneuer Fußballschuh von Puma, quasi damals die erste Generation gewesen und bisher jetzt wie gesagt das 6. Colorway zum Schuh. Und ich muss sagen, ich spiele den Fußballschuh extrem gern, weil er einfach einen sehr guten Komfort hat und gleichzeitig auch einen guten Mix für das Thema Lockdown hat. Sprich, man hat genügend Platz im Schuh, ohne sich quasi zu lose zu fühlen, und das Kompressionsband passt sich hier sehr, sehr gut an, um dich hier auch optimal zu unterstützen. Was das Thema Touch angeht, habt ihr es ja in den zahlreichen Reviews schon gehört. Der Touch ist auf jeden Fall gut, vor allem beim Tempo-Tripling auf jeden Fall zuvorkommend. Allerdings ist er auf jeden Fall gepolstert, vor allem im Vergleich zum Puma Ultra. Der liefert hier nochmal das direktere Ballgefühl. Nichtsdestotrotz, für alle, die aufs Tempo-Tripling stehen, schneller Richtungswechsel, einen kreativen Spielstil prägen, ist dieser Fußballschuh definitiv eine Waffe. Das habt ihr wie gesagt auch in den zahlreichen Reviews schon gesehen. Und ich muss sagen, von der Optik habe ich mich zwar schon mal wiederholt, aber ist das für mich bisher das beste Colorway. Eure Meinung hierzu, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare. Kommen wir wie versprochen zum Fazit und auch zum Langzeittest zum Puma Future Set. Denn ihr habt es gehört, ich habe den Schuh mittlerweile im 6. Colorway gespielt, habe dementsprechend auch schon so ein bisschen meine Erfahrung sammeln können und muss auf jeden Fall sagen, dass ich mich am Anfang so ein bisschen schwer getan habe mit dem Fusion Fit Plus beim ersten Mal anziehen. Als ich den Schuh zum allerersten Mal, also das erste Colorway zum ersten Mal anhatte, musste ich sagen, habe ich mich so ein bisschen unwohl gefühlt, weil es sehr eng war, aber das ist tatsächlich direkt nach der Einlaufphase weggegangen und jetzt auch bei neueren Modellen habe ich das Problem tatsächlich gar nicht mehr. Für mich ist der Komfort für mittlere Füße wirklich sehr, sehr gut. Das Fusion Fit Plus ist sehr elastisch, sprich passt sich sehr gut an. Dadurch hat man auch keine so großen Probleme, was Druckstellen angeht. Außerdem hier natürlich noch eine Schnürung, die auch gleichzeitig nochmal den Lockdown verbessert. Und ihr habt es gehört, das Fusion Fit Plus unterstützt euch hier auch nochmal sehr gut. Was den Touch angeht, wie gesagt, nicht der direkteste Touch, vor allem im Vergleich zum Puma Ultra gibt es hier definitiv Unterschiede. Mir ist es nicht negativ aufgefallen, hat auch seine Vorteile, zum Beispiel bei der Ballannahme, ein bisschen einen gefederten Touch zu haben, deshalb sehr, sehr gut. Was die Haltbarkeit angeht, hat Puma hier auch nochmal einen Fortschritt gemacht im Vergleich zu den früheren Modellen, was zum Beispiel den Evo Speed angeht. In der Testzeit zum Puma Future Set, muss ich sagen, war ich sehr zufrieden. Vor allem was das Obermaterial angeht, hatte ich hier keine großen Probleme. Leichte Abnutzungen an dem Übergang von der Sohle zum Obermaterial, vor allem auf Kunstrasen, ist uns das in der Testphase aufgefallen. Ansonsten muss ich sagen, dass der Fußballschuh sich sehr, sehr gut gehalten hat, bis auf, wie gesagt, die Abnutzungen zwischen der Sohle und dem Obermaterial. Das war es auch schon wieder zum Puma Future Set. Ich muss sagen, für mich das bisher beste Colorway. Eure Meinung gerne mal in den Kommentaren dalassen. Falls ihr euch den Schuh sichern wollt, gerne bei meinem Partner Sport 2000 vorbeischauen. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Dort findet ihr natürlich diesen Fußballschuh auch im Online-Shop. Sichert euch diesen Schuh. Von mir gibt es auf jeden Fall die Empfehlung. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, haut rein und ciao.